Das Motorrad ist halt wichtig. So, das Motorrad fährt jetzt rein. Jetzt fährt es um die Ecke. Ja, links ist es rum. So, und jetzt ist es weg. Es ist einfach weg. Aber wo führt der zweite hin? Wie kann das sein? Wie kann das ein Stolleneingang sein? Ihr fahrt rein und dann direkt nach links. Und wo geht der hin? Ne? So, der geht ja dann, müsste ja außerhalb vom Berg lang führen. Und genau das tut er ja. Deswegen haben die hier was aufgebaut, dass die Fahrzeuge nicht einfach hier wieder aus dem Bild rausfahren. Keine echte Stolleneinfahrt. Das ist nicht mal wirklich rund. Ja, und der Deutsche hat auch damals, er war da auch sehr akkurat, er hat immer sehr akkurat gebaut, also es ist nicht mal rund, deswegen ist es eine Nachbildung. Jetzt sagte mir auch einer, guck mal hier, da hängt sogar Strom und hin und her und Ohrdruf war fertig, beziehungsweise im Jonastal, das war eine fertige Produktion, da hängen sogar Lampen. Ja, also wie gesagt, das ist eine Kulisse und wir wissen nicht, in welcher Anlage das ist. Das haben die einfach nur reingebaut, weil es eine Filmkulisse ist, genau wie hier so ein Zaun. Ne? Also hier ist Naturstein. Ich habe ziemlich viele E-Mails bekommen mit dem Verweis, dass es sich um das Material, um gezeigtes Material, um den Beweis für unentdeckte Stollenanlagen im Jonastal handeln soll. Also einer hatte sich sogar die Mühe gemacht, mit Sekunden- und Minutenanzeige zu sagen, pass mal auf, da ist der Beweis, weil. Folgendes ist da zu sehen, guck dir das an, das ist der Beweis dafür, dass es da was gibt und. Und das waren jetzt wirklich mehrere. Ich habe das mal geprüft, also ich hatte gestern Zeit, ich war auf einem Interviewtermin im Ausland, bin dahin geflogen für einen Tag und hatte im Flugzeug Zeit, habe mir das vorher runtergeladen, habe mir das mal angeschaut, was denn da dran ist. So, und warum dieser Beweis kein Beweis ist, das schauen wir uns in dem Video mal an. Meine Analyse, meine Einschätzung zu diesem Video und natürlich würde mich mal interessieren, wer euch auf diesen Trichter gebracht hat, dass es sich bei einem Spielfilm, der in den 80er Jahren gedreht wurde, um den Beweis handeln soll, dass im Jonastal noch unentdeckte Stollenanlagen sind, die es jetzt gilt zu finden. Ich weiß nicht, also ich war auch schon an Filmproduktion tatsächlich beteiligt und jeder, der an Filmproduktion beteiligt ist, der weiß, wie aus dem Zusammenhang gerissen diese Filme gemacht werden. So, des Weiteren habe ich noch E-Mails gekriegt, DMs auf Instagram und auch in den Kommentaren wurde es geschrieben, pass mal auf, du bewegst dich auf sehr dünnem Eis. Es ist sehr gefährlich, über das Jonastal zu recherchieren, Nachforschungen anzustellen, etc. pp. Von mysteriösen Todesfällen ist die Rede und ja, auf meine Nachfrage, von wem diese Gefahr ausgeht, wer da gestorben ist, etc. Da hat man mir keine Antwort drauf gegeben. Man hat immer wieder auf andere Videos, auf andere Quellen verwiesen, auf Berichte verwiesen. Und das, also da habe ich natürlich auch direkt zu recherchiert und habe auch mit Leuten telefoniert, gesprochen. Da bin ich auch zu einer eindeutigen Einschätzung gekommen und da gehe ich am Ende des Videos nochmal genauer auf Warnungen, Drohungen, mysteriöse Todesfälle etc. pp. ein. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal gemeinsam besagtes Video an und dann wissen wir hoffentlich mehr. Viele starten eine V2-Raketen, die werden nebeneinander abgeschossen. So das Übliche, das ist erstmal, ja, filmisch ganz gut gemacht. Man will ja auch eine bestimmte Stimmung erzeugen. Ne? Also interessant finde ich auch den General, der an diesem Periskop da steht. Sind wir in einer unterirdischen Anlage oder sind wir in einem U-Boot? Also ja, das ist natürlich filmisch gemacht für einen Film. Das ist eine Kulisse, nicht mehr und nicht weniger. Ne? Deswegen ist dieses Periskop da. Was macht er mit dem Periskop? Guckt er sich den Test an? Guckt er in den Himmel? Was auch immer. Was will man damit machen? Vor allen Dingen, ihr müsst überlegen, da sind 30, 50 Meter Fels über euch, also Gestein. Das heißt, das Rohr müsste ja von dem Periskop dann durch den gesamten Berg gehen und guckt dann wohin. Ja, also das ist auch, ja, ein Film halt, ne? Auch die ganzen Gerätschaften da, es ist nicht schlecht gemacht. Sieht erstmal interessant aus. So, und dann geht's los. Das soll jetzt tatsächlich der Truppenübungsplatz in Ohrdruf sein. Und da sieht man gleich, wenn die Kamera rüberschwenkt, das soll ja, der Stollen nach Ohrdruf sein. Da fragt man sich, also das Erste, es kann natürlich erstmal überall sein. Augenscheinlich, es ist Winter und das Gestein
passt nicht zu Ohrdruf und Umgebung, weil da haben wir Muschelkalk bzw. Kalksandstein und das ist ja massiver Fels. Ne? Dann haben wir die beiden Eingangsportale. Einfach mal nüchtern betrachtet, warum haben wir zwei Eingangsportale nebeneinander? Warum gehen die Stollen direkt parallel in den Berg rein? Also das ist das, was ich nicht verstehe. Warum sollte man das so bauen, dass die direkt nebeneinander sind? Also wo ist der tiefere Sinn dahinter? Wir sehen jetzt einmal, auf der rechten Seite geht die Straße rein und auf der linken Seite geht tatsächlich eine Bahnlinie rein. Aber auch das, warum? Sind die dahinter verbunden? Führen die dann zusammen in den Berg rein oder irgendwas? Man weiß es nicht. Also ob das Ohrdruf ist, ich möchte es stark bezweifeln, definitiv, weil das Gestein einfach nicht dazu passt. So, jetzt sehen wir gleich, hier ist der Eingangsbereich, hier ist dieses Portal. Das sind die beiden Stollen. Warum die nebeneinander sind, wie gesagt, weiß man nicht. Das Auto fährt da rein, links ist die Bahn, hier kommen Arbeiter raus und hier links ist aus unersichtlichen Gründen Stahlbeton. Ne? Also soll es darstellen. In meinen Augen, wie gesagt, ist es einfach nur eine Kulisse. Es geht hier, seht ihr auch noch, ja, da ist so Aufschüttung. Ne? Also das ist nicht direkt am Berg dran, sondern da habt ihr noch ein bisschen Platz. Wie viel sieht man natürlich nicht. Und das Auto fährt da rein. Da gucken wir mal, wie es da reinfährt. Gar nicht. Also habt ihr gesehen, man hat nicht gezeigt, wie das Auto da reinfährt. Aber wir sehen gleich nochmal eine andere Stelle. So, wir sind jetzt wieder hier. Jetzt fährt eine Kolonne da rein. Das Motorrad fährt vorne weg. Dann kommt der LKW. So, und hier sehen wir es nochmal ein bisschen besser. Also hier stehen die beiden Raketen. Hier ist der Eingangsportal und da geht es nach links. Also hier rechts ist nichts, aber nach links geht es weg. So, und man sieht auch hier, ja, man kann nicht reingucken, sondern da ist Wand. Das heißt, es geht nach links. Und jetzt gucken wir mal, was das Motorrad macht. Schaut mal hier, es fährt rein und dann nach links. Das bedeutet, wir sind gefühlt noch gar nicht im Berg drin. Wir sind erst gerade da reingefahren. So, und dann verschwindet es. Es geht sofort nach links. Deswegen sage ich, das ist einfach eine Filmkulisse. Schaut mal auch, wie das hier gebaut ist. Das ist nicht mal wirklich rund. Ja, und der Deutsche hat auch damals, er war da auch sehr akkurat. Er hat immer sehr akkurat gebaut. Also es ist nicht mal rund. Deswegen ist es eine Nachbildung. Warum geht es nicht gerade rein? So in den Berg. Nein, es geht nach links. Und hier geht es komischerweise weiter. Das heißt, hier hat man wahrscheinlich, das hat man nur vorgebaut, das ist eine Kulisse. Hier sind nochmal diese Aufschüttung zu sehen. Das heißt, das Motorrad ist nicht mal zu dem Bereich, wo der Berg anfängt, gekommen, sondern ist vorher links abgebogen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Und schon sind wir wieder in der Stollenanlage drin. Also auch hier ist null Beweis dafür, dass sich da um eine echte Stollenanlage handeln soll. So, wir gucken uns die Szene jetzt noch einmal an. Also wie gesagt, das haut nicht hin. Das ist eine Filmkulisse. Passt mal auf. Das Motorrad ist halt wichtig. So, das Motorrad fährt jetzt rein. Passt auf. Jetzt ist es quasi, jetzt passiert es gerade das Portal. Jetzt fährt es um die Ecke. Ja, links ist es rum. So, und jetzt ist es weg. Es ist einfach weg. So. Aber wo führt der zweite hin? Das heißt, wenn der ja direkt hinten links um die Ecke geht, wo geht er denn dann hin? Er ist ja dann blind, de facto. Weil wenn er auch noch nach links gehen sollte, dann sind wir ja noch weiter aus dem Berg raus. Wie kann das sein? Wie kann das ein Stolleneingang sein? Ihr fahrt rein und dann direkt nach links. Und wo geht der hin? Ne? So, der geht ja dann, müsst ja außerhalb vom Berg lang führen. Und genau das tut er ja. Deswegen haben die hier was aufgebaut, dass die Fahrzeuge nicht einfach hier wieder aus dem Bild rausfahren, hat man hier eine Mauer gezogen. Das ist vorgebaut, ein bisschen rund bis ums Eck. Das hört dann hier auf. Eine Mauer gezogen, dass man die Fahrzeuge, die hier reinfahren, nicht sieht. So, und das war auch hier nur das Motorrad. Die LKWs sieht man da gar nicht reinfahren. Ne? Also das ergibt gar keinen Sinn. Das ist keine echte Stolleneinfahrt. Pass auf. So, und schon sind wir wieder in der Anlage. So, und jetzt sind wir in der Stollenanlage drin. Wir können die Arbeiter da sehen. Und was uns sofort auffällt, das ist kein Muschelkalkgestein. Das ist ein anderes Gestein. Also Muschelkalk oder Kalksandstein sieht anders aus. Also das hat von innen überhaupt gar nichts mit Ohrdruf oder Arnstadt oder Jonastal gemein, weil wir da ein ganz anderes Gestein anliegen haben. Und so werden übrigens Filme gemacht, meine Damen und Herren. Man ist jetzt hier beispielsweise in Düsseldorf und die nächste Szene ist in Köln und danach die Szene ist in Berlin.
Ja, so werden Filme gemacht. Das ist aus dem Zusammenhang gegriffen. Ist halt ein Film und keine Dokumentation oder keine Reportage. Wir wissen jetzt gar nicht, ist dieses Eingangsportal ganz woanders? Wo ist dieses Eingangsportal? Das entzieht sich unserer Kenntnis. Und dann natürlich, wenn die reingefahren sind und die Anlage, die da jetzt in dem russischen Film gezeigt wird, ist das wirklich die Anlage, die bis heute verschollen sein soll? Also wo ihr sagt, pass mal auf, Mackie, danach musst du suchen, das ist die Anlage, die du suchst, weil das Gestein passt nicht. Und ich sage jetzt einfach klipp und klar, so wie es ist und nüchtern betrachtet, die Anlage, die wir hier sehen, ist eine ganz andere. In Dora. So, und hier wird ja auch nochmal deutlich gesagt, dass es sich um Nordhausen, also den Mittelbau Dora, also so heißt das Konzentrationslager dazu, um die Anlage Mittelbau Dora handelt. Also der Film soll uns sagen, pass mal auf, das ist die Raketenproduktion, die unterirdische Rüstungsproduktion, die Uferlagerung, ja, in Dora sozusagen, ne, in Nordhausen. So, und ich weiß nicht, wie jetzt manche von euch, also wer euch da auf die falsche Schiene geleitet hat, dass jetzt diese Anlage, die offensichtlich ja Nordhausen sein soll, also der Mittelbau Dora, jetzt weiß man nicht, ist es wirklich diese Anlage oder ist es eine andere Anlage, die gezeigt wird. Der Film dreht sich auf jeden Fall darum, dass das jetzt auf einmal im Jonastal sein soll. Weil wenn wir uns jetzt mal die Stollenanlage angucken, also auch da passt das Gestein null zu dem, was im Jonastal bzw. in Ohrdruf oder in dem Bereich Arnstadt halt vorherrscht. Das ist nun mal Kalksandstein bzw. Muschelkalk und das ist hier ein ganz anderes Gestein. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wirklich Mittelbau Dora ist, dann haben wir natürlich Anhydrit, Gips, Alabaster und Marienglas. So, und danach sieht es tatsächlich aus. Also gehen wir erstmal davon aus, dass das in der Anlage Dora irgendwo gedreht wurde oder eine vergleichbare Anlage. Ob das jetzt wirklich Sinn ergibt, ob die da wirklich diesen Film gedreht haben oder nicht, bleibt dahingestellt. Vom Gestein her könnte es auf jeden Fall passen. Ja, die gehen dann da auch weiter durch. Da wird noch fleißig von den Arbeitskräften das Gestein verladen und da sieht man auch, das ist kein Muschelkalkgestein. Ne? Das ist eindeutig ein anderes Gestein. Beziehungsweise auch hier kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen, das ist nicht im Bereich Arnstadt, Jonastal, Ohrdruf oder was auch immer. Vom Gestein her lässt es das gar nicht zu. Ne? Also auch da, ich weiß nicht, wer euch da fehlgeleitet hat, aber das können wir hiermit mit Sicherheit sagen. Ne? So, jetzt sind wir bei den V2-Raketen. Da haben die über ihre V2-Raketen, fahren die da durch die Gegend. Ein paar andere Arbeiter arbeiten da noch dran. Ja, und auch hier, wie gesagt, das ist nicht in Ohrdruf oder Umgebung. Ne? Das ist woanders, weil wahrscheinlich Mittelbau Dora oder noch ganz woanders. So, jetzt sehen wir hier eine V2. Jetzt sagte mir auch einer, guck mal hier, da hängt sogar Strom und hin und her und Ohrdruf war fertig, beziehungsweise im Jonastal, das war eine fertige Produktion, da hängen sogar Lampen. Ja, eine Lampe baut man mal eben da ein. Ne? Also wie gesagt, das ist eine Kulisse und wir wissen nicht, in welcher Anlage das ist, ob das jetzt, weiß ich nicht, der Mittelbau Dora ist oder ganz woanders. Das hat man mal schnell da hingehangen, ne? Zu Filmzwecken. Also das ist kein Beweis dafür, dass sich da unter Ohrdruf und Umgebung so eine Anlage befindet. Und wie gesagt, guckt euch mal das Gestein an. Das sieht nicht im geringsten nach Muschelkalk bzw. Kalksandstein aus. Und wie gesagt, hier kann man nochmal schön sehen, das sind Rundungen. Und das, was wir in den Stollen sehen, also 1 bis bzw. 6 bis 12, das ist alles viereckig gebaut und das ist rund gebaut. Also auch von der Bauart ist es nicht so. Natürlich ist die Anlage, das geht nicht zu den Stollen, das ist schon klar. Wo wir drin waren von 6 bis 12, das ist anders, aber wenn man irgendwo anfängt zu bauen, warum baut man das nicht gleich? Ne? Das ist definitiv ganz woanders, man sieht es auch nochmal am Gestein. Ne? Und wie gesagt, nur weil hier Lampen hängen, das ist kein Beweis dafür, dass es eine fertige Anlage war. Das hat man mal schnell reingebaut, genau wie hier so ein Häuschen oder irgendwas. Das ist halt eine Filmkulisse. So, dann laufen die Offiziere weiter. Da sind überall Bereiche, da sind Häftlinge drin, also offensichtlich ist eine Produktionsanlage. Das hat mir auch irgendwer geschrieben in einer E-Mail. Guck doch mal, das ist eine unterirdische Produktionsanlage. Auf jeden Fall laufen die da jetzt durch und in der Produktionsanlage ist aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich, wie gesagt, ist ein Film, nochmal um das, ja, um diese Atmosphäre rüberzubringen, hat man da nochmal Gitterstäbe eingebaut und hat da halt die Arbeiter eingesperrt und eine Wache davor postiert. So, und dann haben wir was Interessantes, da sagte mir einer,
das ist der Beweis dafür, Mackie, dass da mehrere Etagen sind oder dass es dort mehrere Etagen gibt. Ich sage, okay, mit der Minuten-Sekunden-Anzeige, ich habe mir das Video dann angeguckt und das sollen diese Rohre sein, die quasi von der Decke kommen und unten in den Boden reingehen. So, und hier sehen wir eindeutig eine Filmkulisse. Wir haben da rechts wieder ja, so eine Art Gitter. Dann haben wir ein bisschen Naturstein abgemauert auf der rechten Seite an dem Pfeiler. Auf der linken Seite haben wir dann tatsächlich auch wieder diesen Naturstein. Und dann gehen halt diese, ja, was immer das auch ist. So, und ihr müsst euch das mal angucken. Der Boden ist plan. Und wenn es wirklich Rohre sein sollten, diese Rohre da, die sind isoliert. Das bedeutet, da ist irgendwie Aluminium drunter, darunter ist irgendwas, was das isoliert. Das heißt, es geht was, oder es sollte dann eigentlich, rein logisch gesehen, irgendwas durchlaufen, was viel Krach macht, irgendwas durchlaufen, was heiß oder was kalt ist. So, aber das ist, wie gesagt, eine Filmkulisse. Das sind, ich mag es zu bezweifeln, dass da wirklich nach unten bzw. nach oben geht, weil es sind einfach nur, ja, diese Blech- oder Aluminium-Abdeckungen und ja, so sehen Filmkulissen aus, meine Damen und Herren. Ne? Das ist null Beweis dafür, dass da drüber sich noch eine Stollenanlage befindet und darunter sich noch eine Stollenanlage befindet. So, und jetzt sehen wir das hier nochmal schön. Ne? Das ist Isolation und schaut mal im Boden. Das heißt, die Isolation ist da drüber gemacht. Also wenn hier drunter noch eine Etage sein sollte, dann hatte man das Rohr wirklich da durchgeführt, warum auch immer. Mir erschließt sich der Grund nicht. So, und hier, ich sage einfach, das ist einfach aufgesetzt, genau wie oben in der Decke, bis da können wir gar nicht gucken. Das haben die einfach nur reingebaut, weil es eine Filmkulisse ist, genau wie hier so ein Zaun. Ne? Also hier ist Naturstein, eine Natursteinmauer, warum auch immer, genau wie hier. Und man hat diesen Zaun oder dieses Gitter hier sogar drüber gemacht und hier hört es auf. Also warum? Ne? Also das zeigt auch keine echte Anlage, das ist eine Filmkulisse. Das ist nicht mehr und nicht weniger. Ne? Also ihr seht es ja hier, eindeutig, ne, wie es ist. Ja, die gehen an diesen Rohren da vorbei oder an diesen Isolierungen, möchte ich sie mal nennen. Und dann sind da auch wieder elektrische Gerätschaften und Schaltschränke mit irgendwelchen Anzeigen oder was auch immer. So, und warum das Ganze völlig aus dem Zusammenhang gegriffen ist. Wie gesagt, das ist ein Film und das ist eine Kulisse. Das zeige ich euch gleich, warum da schon einiges nicht stimmen kann. Ja, da geht man jetzt durch und sucht sich Arbeiter aus, so wie es aussieht. Auf jeden Fall, was ins Auge fällt, es sind überall abgesperrte Bereiche, also Gitter, da sind überall Gitter und es gibt verschiedene Bereiche. Ne? So, und jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wo diese Rohre stehen oder diese ja, Isolierungen, Isolationsrohre und da stehen die Arbeiter dann vor. Im Hintergrund wird geschweißt. Und es gibt ziemlich viele davon. Das ist jetzt eine andere Stelle. Oder man hat die Anlage da halt, also diese Filmkulisse wieder umgebaut. So, und das sollte eigentlich zeigen, dass sich, also das sagte mir dann ein Follower, der sagte, pass mal auf, da siehst du ja eindeutig, dass da gearbeitet wird. Ne? Und dass das wirklich eine unterirdische Fabrik ist. Beweisen tut das noch gar nichts. Wie gesagt, das ist eine Filmkulisse. Das kann auch in irgendeiner Lagerhalle sein, die man verdunkelt hat. Oder in irgendeiner Produktionshalle, die man verdunkelt hat, dass man nicht rausgucken kann. Also das beweist nicht, dass das wirklich unter der Erde ist, so wie sie uns das da zeigen. Und dass das eine Anlage vom Jonastal sein soll. Ne? Wie gesagt, es ist eine Filmkulisse. Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist ein Spielfilm, der da gedreht wurde. Ne? Ja, auch von der Anlage selber her. Sie ist ja mehr so ründlich gebaut oben. So, und im Jonastal selber, das ist tatsächlich viereckig. Ne? Also auch da passt das Stollensystem, abgesehen vom Gestein, auch nicht zu der Bauart, die da im Jonastal anliegt. Ne? Also in den Stollen, die jetzt noch begehbar sind, von 6 bis 12. Das sieht halt alles ganz anders aus. Dann werden Kisten da getragen. Jede Menge Bewegung in der Anlage selber, was in diesen Kisten drin ist. Ja, es ist halt eine Filmkulisse, ne? Das darf man nicht vergessen. So, und dann haben wir den Bereich, wo wir in dieser Produktionshalle wirklich sein sollen. Also auch hier, das sieht null nach, sieht ja aus wie eine Fabrik, aber wie gesagt, das kann auch eine Halle sein, die abgedunkelt wurde, wo der Regisseur uns dann sagt, pass mal auf, das muss so aussehen.
als wäre das unter der Erde. Ne? Das wird abgedunkelt, schwaches Licht rein und schon fühlt sich der Zuschauer wirklich unter die Erde versetzt und sagt, oh ja, das ist unten. Und also auch hierfür, das ist ein Film, das ist eine Kulisse. Das ist nicht echt. Das wird in irgendeiner Industrie gewesen sein, in irgendeiner Fabrikhalle. Da hat man das dann nachgestellt. Oder es ist natürlich wirklich nur eine komplette Kulisse und es wurde deswegen extra aufgebaut. So, dann geht es aus der Anlage auch schon wieder raus und diesmal zeigt man nicht, wie das Auto da rausfährt. Also das Auto ist bereits draußen. Ne? Und das soll ja auch wieder Ohrdorf sein. Wie gesagt, vom Gestein her würde ich sagen, das passt einfach nicht. Ne? So, und dann sind wir in einer Telefonzentrale oder Kommunikationszentrale, ein Fernmeldeamt oder ähnliches. Und da wurde mir geschrieben, pass mal auf, Mackie, guck mal genau hin. Das ist genau wie das Amt 10 in Ohrdruf. Das haben die 1:1 übernommen. Das war noch so lange nach dem Krieg in Gebrauch etc. Warum das nicht so ist, sage ich euch jetzt. Das kann wieder überall sein. Das sieht nach Filmkulisse aus. Und warum das nicht in die damalige Zeit passt, das gucken wir uns jetzt mal eben zusammen an. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Telekommunikation an. Und da habe ich mir den Ralf dazu geholt, weil der Ralf kennt sich mit der Technik von damals hervorragend aus. Und ich bin zuversichtlich, dass du mir das erklären kannst, oder? Was wir da vorfinden. Na, mit Sicherheit. Jo, dann schauen wir mal rüber. Bitte. Also, wenn man sich das hier alles mal anguckt, die Technik von damals selber, dadurch, dass man sammelt und auch technikbegeistert ist, verbindet man das natürlich auch mit dem Wissen. Und wenn man sich das hier direkt ansieht, sieht man die ganzen Stecker, die Steckverbindung für Vermittlung. Und das war zu der damaligen Zeit, also Mitte 40er Jahre, lediglich in mobiler Form. Das waren die Klappenkästen von der Wehrmacht gewesen. Und in mobiler Form wurde es noch viel angewandt. Allerdings ein, wie es hier dargestellt wird im Film, ein hochmodernes Telekommunikationszentrum oder Fernmeldeamt. Gab es zu der Zeit schon ganz übliche Hebdrehwähler, die ganzen Wahlen übernommen haben, um die Rufnummern durchzuwählen. Also das heißt, die Technik da drin ist nicht hochmodern, sondern schon veraltet. Richtig. Ja, zur damaligen Zeit. Okay. Zu der Zeit haben in Arnstadt bereits, wir hatten ein sehr modernes Postamt mit eigenem Rohrpostsystem, sowie auch mit riesigen Hebdrehwähleranlagen. Okay. Und das war damals schon der Stand der Dinge. Und warum sollte man dann das so darstellen in der rückständigeren Form? Richtig, richtig, ja. Okay, ja gut. Also das wusste ich auch nicht, dass das schon tatsächlich veraltete Technik ist. Das ist ja hochinteressant. Und was haben wir dann noch zu sehen? Würdest du jetzt erstmal vorab, würdest du sagen, das ist wirklich in so einem Fernmeldeamt oder ist das einfach auch eine Kulisse, die da aufgebaut wurde? Also in meinen Augen ist es kein Fernmeldeamt. Okay. Das ist eine eindeutige Kulisse. Ich muss aber sagen, da hat sich das sowjetische Hollywood alle Mühe gegeben. Okay. Also es ist schön gemacht, ja, auch mit Liebe zum Detail, aber definitiv nicht detailgetreu. Ja, ich kenne mich damit nicht aus, deswegen ist es wichtig, wenn man dann einen Experten da hat, der sich damit auskennt, dass du das Ganze mal übernimmst. Es ist schön, dass du da mal rüber geguckt hast. Ja. Haben wir denn noch irgendwas, was wir da sehen? Das ist richtig. Hier unten sieht man noch Magnetbandanlagen. Es gab sie schon, Magnetbänder zu der damaligen Zeit. Das ist das jetzt hier, ne? Das ist das hier unten, was sich dann dort dreht. Natürlich zur Aufnahme von Tondokumenten genommen, aber in der Zeit waren sie noch in der Entwicklung. Magnetbänder waren noch nicht vollkommen. Man hat wirklich noch auf Shellac damals sämtliche Töne und Gespräche aufgenommen. Ich sag mal, die Magnetbänder, die haben in den 50er, 60er Jahren erst ihre Hochzeit gehabt. Vorher ist es sehr weit vorgegriffen. Also sehen wir hier veraltete Technik in Kombination mit Technik, die damals noch gar nicht ausgereift war und ergo, also kamen diese Magnetbänder denn wirklich also in diesen Fernmeldeämtern zum Einsatz? Zu dieser Zeit, also 1944, 45? Mit Sicherheit nicht. Nein, okay. Also haben wir veraltete Technik gepaart mit zu fortschrittlicher Technik. Richtig. Ja, wie ihr sehen könnt, auch hier, das ist, wie gesagt, ein Spielfilm. Richtig, es ist ein Spielfilm, es ist eine Filmkulisse und wie manche von euch da drauf kommen, die mir das geschrieben haben per E-Mail, dass das tatsächlich in dem Jonastal sein soll oder ein unentdecktes Stollensystem, also das ist mir schleierhaft. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil wie gesagt, wir haben hier einen Spielfilm und ein Film hat immer eine Kulisse und das ist ja auch an realen Orten tatsächlich, aber niemals so, wie die Realität wirklich ist. Ne? Also kannst du dir das erklären, wie man da drauf kommt, dass das jetzt tatsächlich in der eigentlichen Anlage, die bis heute unentdeckt ist, und noch in einem fortschrittlichen Telekommunikationsamt oder Fernmeldeamt, hast du da irgendwie eine Ahnung, wie man da drauf kommen kann? Wunschdenken, Wunschdenken, Mythos, man wünscht sich's, ja.
Ansonsten kann ich es mir selber nicht erklären. Der Film ist gut gemacht, muss ich ganz offen sagen. Ganz also wirklich. mit zwar wirklich Detailverliebtheit in vielen Sachen, aber es ist und bleibt halt gut gemachtes sowjetisches Hollywood. Ja, genauso sehe ich das tatsächlich auch, ja. So, dann geht man weiter und bombardiert das Lager tatsächlich. Ne? Also man will diese Anlage bombardieren und trifft natürlich auch das Lager. Die Arbeiter, sie flüchten alle in Richtung der Stollen. Die Bomben schlagen ein. Die Häuser brennen Lichter oder die Baracken brennen lichterloh. So, und dann sieht man wieder im Hintergrund die beiden Anlagen. Und sie sind immer noch voll beleuchtet. Das macht man natürlich, wenn dann ein Luftalarm kommt. Wegen der Tarnung schon macht man die Lichter aus. Aber es ist halt ein Film. So, und dann sehen wir eine andere Szene. Da ist ein ganz anderes Eingangsportal. Ne? Es ist viereckig und es kommt aus dem Berg. Und jetzt achtet mal darauf. Es führt geradeaus in den Berg rein. Also das Tor öffnet sich ja. So, und es führt wirklich geradeaus in den Berg. Und da kommen jetzt Fahrzeuge. Also erst ein Motorrad mit Beiwagen. Und dann irgendwie, ja, ein gepanzertes Fahrzeug raus. Also mehrere. Und sie kommen gerade wirklich da raus. Und man sieht, dass sie da rauskommen. Ne? Und das passt halt gar nicht ins Bild. Also das soll jetzt auch da sein. Und deswegen ist dieser ganze Film aus dem Zusammenhang gerissen. Es sind Filme. Da ist das eine Set ist in Berlin, das andere in Düsseldorf, das nächste in Köln und wiederum das andere irgendwo in Tschechien oder in Polen. So werden Filme gemacht. Ne? Also das ist lange kein Beweis dafür, dass es sich hier um ein unentdecktes Stollensystem handelt. Also was die Sowjets dann mit ihrem Abzug nach diesem Film versprengt haben. Jetzt überlegt mal, macht es denn Sinn, dass die Sowjets einen Film drehen, einen Spielfilm, wo sie wirklich Anlagen zeigen, die ja bis heute geheim sind. Sie zeigen diese Anlagen, ziehen dann ab aus Deutschland und versprengen das. Vor allen Dingen, wenn sie bis heute noch geheim sind, das heißt, sie waren zur Sowjetzeit auch noch geheim. Meint ihr, die Sowjet lassen ein Filmteam, ein Kamerateam in geheime Anlagen oder an geheime Anlagen drehen? Also das ist wirklich alles sehr, sehr weit hergeholt. Ne? Also man sieht, da kommen eindeutig Fahrzeuge raus, definitiv. Ne? Aber es ist ja ganz woanders. Ne? Ja, hier geht das Tor auf. Und ihr seht das, wie das reingeht in den Berg. Also das ist tatsächlich eine echte Einfahrt. Und da kommt das Motorrad raus und dann kommen die Fahrzeuge da raus. Und sie kommen gerade raus, nicht links ums Eck oder irgendwas. Ne? Sie kommen einfach gerade rausgefahren, einer nach dem anderen. Das bedeutet, dieser Eingang wird ein echter Stolleneingang sein und das andere, was wir gesehen haben, ist nicht echt. Aber passt mal auf, wo die Fahrzeuge jetzt ankommen. Und deswegen ist es ein Film und deswegen ist es aus dem Zusammenhang gegriffen. So, und auf einmal sind die Fahrzeuge hier. Ja, obwohl das Portal, das ist genau dasselbe. Hier standen die Baracken. Ja, die sind ja jetzt nach dem Bombenangriff abgebrannt. So, und die Fahrzeuge kommen hier raus. Obwohl hier hinten links in der Ecke die beiden doppelten Eingangsportale sind. Ja, also das ist ein Film. Das ist völlig aus dem Zusammenhang rausgerissen. Und es ist halt eine Kulisse, weil es ein Film ist und keine Reportage oder Dokumentation. So, da fahren sie dann raus. Gucken, ob sie es noch zeigen. Nee. Und schon die nächste Szene. Ja, auch hier, wo die Generäle oder Offiziere sich ergeben, das kann jetzt auch überall sein. Es ist wieder Winter. Man weiß nicht, wo es ist. Ne? Also es kann wirklich überall sein. Aber ob man jetzt mit Sicherheit sagen kann, das ist im Jonastal oder Ohrdruf oder Umgebung, ja, woher soll man das wissen? Weil, wie gesagt, auch das Militärgelände, was ja heute immer noch Militärgelände ist, das war bei den Sowjets Militärgelände, das war da auch geheim. Warum sollten die da einen Film drehen lassen, wenn das denen ihr geheimes und gesperrtes Gebiet ist? Ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, und dann sehen wir ja zum Schluss tatsächlich noch, sie sind dann offensichtlich in Berlin. Also sie sind erstmal in irgendeiner Stadt, dann springen wir um nach Berlin, also dann sind sie am Brandenburger Tor, alle feiern und jubeln. Auch hier Filmkulisse, ne, natürlich, ne? Panzer und so, das sieht man eindeutig, das ist halt alles nicht echt. Das soll ein Panzer IV darstellen, das ist ein sowjetischer Panzer. Dann steht da auf einmal ein Kamel rum in Berlin. Ne? Also es ist einfach ein Film und er ist nicht schlecht gemacht. Das muss man dazu sagen für die damalige Zeit von 1981. Schlecht ist es nicht.
Ja, dann sind wir am Reichstaggebäude tatsächlich. Und dann schwenken wir wieder um, dann haben wir auch eine andere Jahreszeit, ist klar. Dann sind wir auch wieder woanders. Also hier wird der Film auch, und wo das jetzt gedreht wurde, ob das irgendwo in Russland gedreht wurde, in Polen, in Tschechien, also im ehemaligen Sowjetgebiet oder in Deutschland, das weiß man ja alles nicht. Ne? Also das kann natürlich überall sein. So, ich denke mal, hier konnte ich eindeutig klare Indizien dafür schaffen, dass es sich hier um eine Kulisse handelt und nicht um eine unentdeckte Stollenanlage, die bis heute verschollen ist und hochmodern ist und hin und her. Und mit der Hilfe vom Ralf konnten wir uns die Telekommunikation da nochmal angucken und haben gemerkt, dass veraltete Technik ist mit zu fortschrittlicher Technik in Kombination. Wie jetzt da einige drauf kommen könnten, dass es Arnstadt ist. Also du als Arnstädter, erzähl doch noch mal kurz was zu dem Gestein, weil man muss sich ja auch geologisch damit befassen, in welchem Bereich wir sind. Ja, gut. In Arnstadt, wir haben Muschelkalk und das hat sich bei unseren Führungen, wo wir im Stollensystem waren, sowie auch bei sämtlichen Wanderungen, wo wir unterwegs waren, war überall Muschelkalk und das deckt sich letzten Endes überhaupt nicht mit den Aufnahmen, die dort in dem Film gezeigt werden. Richtig, das ist nicht deckend. Ganz genau, das ist es. Also man guckt sich das Gestein an und sagt, pass mal auf, das ist untypisch für die Region und ihr habt da in dem Bereich wirklich nur diesen Muschelkalk oder Kalksandstein und das war es auch schon. Also wenn das Gestein schon nicht passt und wie gesagt, diese Stolleneinfahrt, die wir da gesehen haben, das ist eine Kulisse, wahrscheinlich aus Pappmaché oder irgendwas gebaut, das ist keine echte Stollenanlage. Die echte Stollenanlage haben wir gesehen, wo die LKWs auch wirklich rauskommen, die gepanzerten Fahrzeuge, die kommen gerade aus dem Stollen raus und fahren nicht in den Stollen rein und fahren dann direkt nach links. Also da können wir mit eigentlich 100%iger Sicherheit können wir das bestätigen, dass das eine Filmkulisse ist, dass das nachgebaut wurde und das andere eine echte Zufahrt ist. Wo sich das befindet, ob das jetzt wirklich in Dora ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das müsste man mal gesondert recherchieren, aber darum ging es ja auch in diesem Video nicht. Ich wollte mir einfach nur mal angucken, was ihr gesagt habt. Pass mal auf, das ist eine Anlage, das ist die Anlage in Arnstadt beziehungsweise in Ohrdruf, die unentdeckte Anlage, da müssen wir nachsuchen, da hast du eine Telekommunikation, das ist eine unterirdische Fabrik und ja, in meinen Augen, und ich kenne mich mit Filmproduktion aus, ist das alles, was wir gesehen haben, eine Kulisse. Wie würdest du das sehen? Ist das real unter der Erde aufgenommen? Das ist in meinen Augen alles Filmkulisse. Alles Filmkulisse. Ja, da wo die jetzt die Steine verladen und so, ja, das ist unter der Erde, aber der Rest, wo die Fabriken sind da, also die unterirdische Fabrik. Allein die Einfahrt, muss ich ganz ehrlich sagen, rein topografisch, ich habe es mir oft genug angesehen, passt da nichts auf das Gelände des Truppenübungsplatzes oder Allgemeinumgebung Ohrdruf-Arnstadt. Ja, also das, wenn man das wirklich sucht und finden will, so wie ihr mir das in den Mails geschrieben habt, Mackie, danach musst du suchen. Ich habe hier einen Arnstädter, der kennt sich aus und ja, das werden wir nicht finden, weil es nicht da ist, richtig. Richtig. Das kann tatsächlich überall aufgenommen sein, weil es ist keine Stollenzufahrt, es ist eine Kulisse. Und Russland ist groß. Die Sowjetunion war noch größer. Das kann tatsächlich überall aufgenommen sein. Ne? Und im Film wird ja auch nochmal eindeutig gesagt, dass es sich um Dora handelt. Ja. Der ganze Film geht ja im Prinzip um Dora, um die V2-Raketenproduktion in Dora und nicht über das Jonastal. Ihr habt das wahrscheinlich viel interpretiert oder was auch immer, ich weiß es nicht. So. Ich denke mal, da konnten wir jetzt anhand von dem Video ganz gut erklären, euch zeigen und die nötigen Fakten, Daten und Zahlen liefern, warum das da gar nicht sein kann. Jetzt haben wir noch so eine Sache, ich bin gewarnt worden, im Jonastal Nachforschung anzustellen. Mir wurde gesagt, dass Menschen gestorben sind. Mir konnte aber keiner sagen, wo diese Gefahr denn herkommt. Ob das jetzt noch alte SS-Männer sind, die das geheim halten wollen, ob das russischer Geheimdienst ist, amerikanischer Geheimdienst, französischer Geheimdienst, englischer Geheimdienst. Werwölfe. Bitte? Werwölfe. Die Werwölfe, genau, die Orga Werwolf natürlich, die war ja auch überall aktiv, also gerade im Eulengebirge war sie stark aktiv bis in die späten 60er Jahre tatsächlich noch. Wie war es in der Arnstadt? Weiß man da, gibt es da Erkenntnisse drüber? Es wird natürlich immer besser ausgemalt, als es hier ist. Es gab wirklich Fälle, denen man sowas zugeschoben hat, aber Beweise gab es dafür. Gab es auch nicht. Ja. In meinen Augen ist das alles nur Schnee. Ja, also ich habe recherchiert, mir ist da nichts irgendwie Seltsames aufgefallen, dass da auf einmal Leute, die irgendwas entdeckt haben, dann auf einmal tot waren. Also es wird immer wieder darüber erzählt, also in meinen Augen entstehen diese Sachen in den Köpfen der Menschen. Ja, da hat einer, der sagt, ich habe da was gefunden und dann ist er auch schon älter und der verstirbt an irgendeiner Krankheit oder was auch immer.
ja, das beflügelt die Fantasie der Menschen. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Würdest du jetzt sagen, ich stelle mich oder setze mich unnötig einer Gefahr aus, wenn ich weitere Recherchen im Jonastal unternehme? Überhaupt nicht, weil letztendlich haben es schon genug vor uns getan und die leben auch noch alle. Ja. Und da sind Leute bedeutend weitergekommen als unsere Recherchen. Ja, also wir stehen ja auch noch am Anfang, ne? Und ich habe, wie gesagt, jetzt keine irgendwie das Bedürfnis da einzustellen, weil da auf einmal irgendwas sein könnte. Ne? Aber wir warten mal ab. Wenn wir morgen tot sind, wissen wir Bescheid. Noch lachen wir drüber. Nein, also auch da. Wie gesagt, viele haben mir da wirklich geschrieben, das stand in Kommentaren, das stand in E-Mails und das stand, oder haben sie mir per DM auf Instagram geschickt. Ich halte das auch alles für, ja, also Jonastal und alles, was mit dem Dritten Reich zu tun hat, mit den Anlagen, die noch unentdeckt sind und mit der Geheimtechnologie, da ist der Übergang zwischen Realität und Fiktion fließend. Ne? Und dementsprechend, weil es keine Unterlagen gibt oder diese immer noch unter Verschluss sind, beflügelt das auch wieder die Fantasie der Menschen. Ergo, sie ja, haben eine verschwommene Wahrnehmung und interpretieren viele Sachen tatsächlich falsch. So sehe ich das tatsächlich. Ja, da gibt es was, keine Frage. Da wird auch noch was Unentdecktes sein. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du gehst, glaube ich, auch davon aus. Ne? Mit Sicherheit. Ja. Es gibt auch mehr, also auch zu der Technologie, die das Dritte Reich damals entwickelt hat in der Kriegszeit. Da wird es auch noch mehr geben. Man erzählt uns nicht die Wahrheit. Aber anhand von diesen Filmen und diesen Geschichten, das sind keine Beweise. Belehrt mich eines Besseren. Wenn ihr wirklich Beweise habt, nachprüfbare Fakten für mich, lasst mir das gerne zukommen. Ich behandle das auch vertraulich. Ich schaue mir das an und werde dann natürlich auch alles richtig stellen. Aber solange es einfach nur sind, ja, ich habe von dem gehört, der hat das gehört und der wiederum hat das gehört. Also wir waren ja selber da auf Interview-Tour. Ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten. Ja. Und die Geschichten sind flächendeckend, fast alle gleich, aber jeder erzählt sie ein bisschen anders. Und ja, der dichtet das dazu, das und beim Bier und es wird immer alles noch krasser und der hört das, der erzählt das jemand anders, das ist Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und dann natürlich kommt noch die Zeit dazu, ist ein entscheidender Faktor, es liegt lange zurück. Ja. Ja, und ich sehe das bei mir Sachen, wenn ich mich mit Kollegen von früher unterhalte, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, dann sagen die, weißt du noch da und dann sage ich, ja, das und das war da ja, dann sage ich, das habe ich aber anders in Erinnerung. Und obwohl wir beide an dieser Sache beteiligt waren, haben wir beide, ja, eine andere Auffassung davon, wie es damals wirklich sich abgelaufen oder abgespielt hat. Und das liegt erst 15, 18 Jahre zurück und noch nicht 75, 80 Jahre oder was, wie lange auch immer. Ne? Man weiß es halt nicht. Ja, wie gesagt, kommentiert das gerne, wenn ihr da eine andere Auffassung habt oder lasst uns die Informationen zukommen. Ich bin gespannt, wie ihr das seht, ob ihr das ähnlich seht, nachdem wir das Video da mal uns angeschaut haben, genau geprüft haben. Ja, und dann würde ich sagen, das nächste Mal sehen wir uns wieder live im Jonastal, weil wir fahren nämlich jetzt diese Woche noch ins Jonastal und wir haben da auch wieder ein paar Sachen vor. Ja. Ja, und das dann in den nächsten Videos. Freunde, in dem Sinne, Ralf, ich danke dir nochmal vielmals, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast nach Düsseldorf, um mit mir hier vor der Kamera zu sein, um sich das Video anzugucken. Gerne doch. Ne? Und wie gesagt, später fahren wir dann zusammen heim zu dir und dann gucken wir uns da noch ein bisschen um. Freunde, in dem Sinne, habt einen schönen Abend und wie gesagt, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, das Geheimnis Jonastal. Ciao, ciao.